Oh, moin Leute, ich bin's, euer Sultai mit The Walking Dead Survivors und wir kümmern uns in diesem Video um die Nahkämpfer. Alles, was ihr dazu wissen müsst. Also holt die Chipstüten raus, die Cola, eure Kohlroulade, eure Stampfkartoffeln, eure Pizza. Lehnt euch zurück, entspannt, vielleicht könnt ihr noch was lernen. Ansonsten richtet sich das Video natürlich an die Anfänger, an die Mittelspieler, aber auch an die starken Spieler, also die Fortgeschrittenen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, kommt jetzt in diesem Video und wie ihr allgemein eure Stärke erhöhen könnt, das natürlich auch. Nahkämpfer, was ist das überhaupt? Ja, wozu Nahkämpfer? Das zeige ich euch mal. Und zwar braucht ihr natürlich für die ganzen Truppenarten ein Gebäude. Bei den Nahkämpfern ist das die Feuerwache. Wir tippen mal hier rauf. Und ihr seht rechts in der Spalte ganz viele verschiedene Stufen der Nahkämpfer. Von der Stufe 1 bis zur Stufe 10 ist alles vertreten, wobei die 1 das niedrigste ist und die 10 natürlich das höchste. Die Nahkämpfer haben einen richtig guten Vorteil, und zwar haben sie unter den ganzen Truppenarten, hier Scharfschützen und Kavallerie, einen Vorteil, und zwar haben die eine Verteidigung von 196. Ich gehe jetzt mal speziell auf die T10 ein, weil es spielt keine Rolle, ja, ob ich jetzt über T1, T5 oder T8 rede. Wir reden jetzt über die T10, aber wie gesagt, das ist verallgemeinert. Allgemein gesagt, die Nahkämpfer haben die höchste Verteidigung und haben die höchste Lebenspunkteanzahl. Was natürlich bei den Nahkämpfern nicht so gut läuft, ist hier der Bizeps, die Stärke. Und zwar haben sie eine Stärke von 176. Schauen wir uns im Gegenzug mal die Scharfschützen an. Haben die Scharfschützen einen Angriffswert von 235. Ja, das ist die stärkste Truppenart mit den höchsten Angriff. Die Kavallerie ist ein bisschen ausgeglichen. So, hier T10 hat einen Angriff von 204. Kavallerie ist so ein bisschen ausgewogen. Ja, die Scharfschützen sind so die stärksten mit dem großen Angriff. Ja, ist gut für die Whisperers oder für allgemein PvE-Gegner. Und die Nahkämpfer, die sind halt, ich sage mal so ein bisschen global. Ja, die haben einen guten Angriff, aber richtig gute Verteidigung und richtig gute Lebenspunkte. Wenn ihr euch fragt, wie kann ich die ganzen Stufen freischalten? Das geht ganz einfach. Ja, wir wechseln mal in die Bibliothek. Das ist das Gebäude, gehen auf die Wissenschaft und auf Basiskampf. Und zwar nennt sich die Technologie, die ihr erforschen müsst, um die Nahkämpfer hochzustufen, Kämpferbeförderung. Hier ist der erste Teil. Wenn ihr das erforscht habt, könnt ihr die Stufe 1, 2 und 3 freischalten und natürlich auch ausbilden. Dann gibt es die Kämpferbeförderung 2. Wenn ihr die erforscht habt, könnt ihr die Stufe 4, 5 und 6 freischalten und natürlich auch ausbilden. Dann gibt es noch die Kämpferbeförderung 3, die ist weiter unten. Habt ihr die erforscht, könnt ihr eure Nahkämpfer auf die Stufe 7, 8 und 9 befördern, ausbilden, was auch immer. Wenn ihr die Stufe 9 haben möchtet, reicht es nicht, wenn ihr diese Forschung erforscht. Ihr müsst auch noch die Feuerwache, also das Gebäude, wovon wir vorhin gesprochen haben, das muss auf Level 25 sein. Erst dann könnt ihr T9 Nahkämpfer ausbilden. Ja, Sultai. Und wie komme ich jetzt zu den T10 Nahkämpfern? Ja, es ist auch ganz einfach. Naja, so ganz einfach ist das nicht. Dazu gehen wir wieder in die Bibliothek auf Wissenschaft und die Nahkämpfer haben eine spezielle Forschung. Tippt ihr hier rauf, seht ihr, oh mein Gott, Sultai. Hier musst du richtig viel forschen. Und wenn ihr bis ganz unten angelangt seid, steht hier ultimativer Kämpfer. Wenn ihr diese letzte Forschung erforscht habt, könnt ihr T10-Truppen ausbilden. Eines sei euch gesagt, ihr braucht ganz viel Geduld, ihr braucht viele Ressourcen, viele Munition. Obwohl Munition, werdet ihr später merken, ihr habt zum Anfang immer ganz wenig. Ja, und dann kommt der Zeitpunkt, da häuft sich alles an. Ja, Munition, Wasser, Tomaten, dann habt ihr Ressourcen im Überfluss. Aber die Erlenmeyer-Kolben, die ihr hierfür benötigt, sind echt schwer zu kriegen. Und zwar benötigt ihr für die letzte Forschung 5000 Stück. Das heißt, ihr müsst ganz fleißig von vornherein anfangen, Erlenmeyer-Kolben zu sammeln. Entweder hier über die Aufgaben an der Seite oder aber auch an der Mauer. Ja, dann erscheint hier so ein kleiner Angriffsbutton. Dort bekommt ihr oder könnt ihr zweimal am Tag Kolben einsacken. Dann natürlich auch über den freien Händler. Wir können mal hier kurz gucken, ob wir hier Kolben bekommen. Kostenlos. Nee, 100 Rubine geben wir mal aus. Da. Nee, doch nicht. Das ist Beschleunigung. Nee, aber auf jeden Fall gibt es hier auch Erlenmeyer Kolben. Vergünstigt könnt ihr auch zuschlagen. Ansonsten bin ich kein Freund davon, euch zu sagen, dass ihr Geld ausgeben sollt.
weil das möchte ich nicht. Jeder spielt für sich und jeder muss selber wissen, was für ein Budget er hat. Und daher gebe ich euch keine Empfehlung. Ne? Ich vermittle euch auch nicht, wo ihr am besten sparen könnt oder Geld ausgeben könnt, weil Geld ist ein sensibles Thema und ich möchte hier niemanden zu irgendetwas verführen. Aber ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe mir zwischendurch immer diesen Pass geholt, die für 23,99 €. Und da bekommt ihr täglich 7 Tage lang 200 Kolben und einmalig 400. Hab ich so gemacht, hab so schnell die 5000 zusammenbekommen und konnte T10 Nahkämpfer und aber auch T10 Scharfschützen erforschen. Okay, gut. Das war jetzt erstmal so der Grundbedarf. Ja, wie das Ganze funktioniert mit den Nahkämpfern. Ihr könnt die Nahkämpfer natürlich auch ein bisschen pushen. Ihr könnt die Verteidigungswerte, Lebenspunkte und den Angriffswert erhöhen, indem ihr, wie gesagt, weiter in der Bibliothek Sachen erforscht. Zum Beispiel beim Basiskampf oder wenn ihr die Marschwarteschlange 1 so ein bisschen weiter erforscht. Wichtig ist, dass ihr euch immer nur auf eine Formation konzentriert. Ja, sei es Truppenart, Fahrzeug, Hund, Technologie, alles. Versucht immer die Formation 1 so hoch zu bekommen, wie es nur möglich ist. Levelt nicht 3 Fahrzeuge auf einmal oder 500 auf einmal. Ne? Immer nur Step by Step. Erstmal die Formation 1, dann die 2, 3 und 4. Später auch die 5. Was meine ich mit Formation 1? Wir gehen mal hier auf den Platz rauf und sehen, das ist meine erste Formation. Wie gesagt, der Hund, das Fahrzeug und natürlich ganz wichtig, die Helden. Dazu kommen wir jetzt. Und zwar haben die Nahkämpfer, ja, die brauchen ja auch Helden. Ja? Und diese Helden, das sind die Survivors und ein Top-Chemie-Team. Chemie-Team heißt, ihr habt 3 Survivors, die bilden eine Gruppe und dadurch bekommt ihr extra Angriffspunkte, Verteidigungspunkte oder auch Lebenspunkte. Die aktuell beste Free-to-Play erfahrbare Chemietruppe ist oder sind die Flüsterer mit Beta, Lydia und Alpha. Sie geben euch Angriff der Nahkämpfer 30%, Lebenspunkte der Nahkämpfer auch nochmal 30%. Ja? Achtet immer darauf, wenn ihr euch ein Team ausgesucht habt und das hochleveln möchtet, packt bitte immer nur die Truppenart rein, die hier auch steht. Ja? Hier sind das die Nahkämpfer. Keine Scharfschützen, keine Kavallerie. Okay, das zweitstärkste Team unter den kostenlosen Helden oder Free-to-Play erfahrbaren Helden ist das Liebesdreieck. Und zwar mit Rosita, Holly und Abraham. Auch mit Angriff 30%, Verteidigung ebenfalls mit 30%. Dann gibt es noch die Heimathelden. Da gibt es natürlich was ganz Besonderes. Die Heimathelden geben euch zwar nur 20%, aber dafür könnt ihr jede Truppenart mit reinbringen. Und das erkennt ihr daran, weil hier steht nur Verteidigung des überlebenden Teams. Heißt, ihr könnt da Scharfschützen, Kavallerie, Nahkampf reinpacken. Es ist vollkommen egal, ihr bekommt diese 20%. Okay, gut, dann gibt es noch ein Team, was aber sehr schwer erfahrbar ist. Und zwar ist das richtig schwer. Ne? Familienzusammenführung, Scharfschütze, Andrea, Teenager Karl, Rick Veteran, richtig stark. Rick Veteran und Teenager Karl gibt es beim Anfunken, ja, mit einer richtig üblen Drop Rate von 0,41%. Das heißt, beim Anfunken werdet ihr die höchstwahrscheinlich zu 99% nicht ziehen. Scharfschütze Andrea gibt es bei dem Event Blühende Kräfte. Um da oben mitzuspielen, wird schwer. Also dieses Chemie-Team ist eigentlich richtig gut, aber sehr schwer zu bekommen. Okay, gut. Seid ihr im Spiel ein bisschen weiter vorangeschritten und ihr habt Rathaus Level 16 erreicht, könnt ihr eine Hundehütte bauen. Das sehen wir hier. Die Hunde, da gibt es 3 Arten. Einmal ein Hund für die Nahkämpfer, das ist der Rottweiler. Dann gibt es für Scharfschützen, das ist der Shiba. Und für die Kavallerie ist es der Husky. Ne, ihr seht aber auch Dobermann und so. Tippt ihr einmal rauf, könnt ihr genau nachlesen, was die einzelnen Hunde bedeuten. Die Hunde können Fähigkeiten tragen oder die könnt ihr dort reinpacken. Grüne, blaue, lilane und goldene. Die goldenen sind das Nonplusultra. Und hier könnt ihr die Nahkämpfer auch nochmal so richtig hochpushen. Ne? Ihr könnt ihnen richtig viele Prozentpunkte geben. Mein Rat an euch, immer die Standard-Skills zuerst kaufen und reinpacken. Das ist immer Nahkampfangriff, die Verteidigung und natürlich die Lebenspunkte. Es gibt einmal Lebenspunkte aller Nahkämpfer, ja. Dann gibt es noch eine Fähigkeit mit Lebenspunkte aller Kämpfer. Ja? Also einmal aller Nahkämpfer, ja, für die Nahkämpfer und einmal aller Kämpfer. Da spielt es keine Rolle. Die beiden Skills könnt ihr in den Hund reinpacken. Ja? Aber kauft euch nicht 3-mal dieselben Skills, das funktioniert nicht. 2 werden ausgegraut und eine ist dann nur aktiv.
Also immer schön lesen, ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dazu Fragen habt. Die Helden sind wir durchgegangen, wir sind die Forschung durchgegangen, die Hunde sind wir durchgegangen. Seit ihr Rathaus Level 25 gibt es die Kämpferstatuen. Hier könnt ihr die Nahkämpfer auch nochmal ein bisschen nach oben bringen mit den ganzen Prozentpunkten. Seid ihr ganz weit im Spiel vorangeschritten, ihr habt den fünften Platz gebaut. Dann gibt es noch eine Forschung, und zwar ist das die universelle Kämpferstatue. Und hier könnt ihr für die Nahkämpfer auch nochmal ein paar Prozentpunkte auskitzeln. Ja? Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Helden habt, guckt einfach, sobald der Buff global für alle Kämpfer gilt und ihr habt genügend Fragmente gesammelt, um die hier aufzuleveln, ne, zu befördern, macht das ruhig, weil jede Beförderung gibt euch ein paar Prozentpunkte mehr. Ja, und so könnt ihr global eure ganzen Prozentpunkte erhöhen. Das zeige ich euch. Das könnt ihr auch immer nachlesen auf Profil. Oben links tippt ihr rauf. Dann geht ihr auf Information, auf Kämpfer und hier auf Nahkämpfer. Ja? Und hier stehen die ganzen Prozentpunkte, die ihr schon erforscht habt. Oder auch durch Gebäude oder aber auch durch die Tierfähigkeiten, Fahrzeuge oder was weiß ich was. Das geht hier alles mit rein. Und die Prozentpunkte werden immer vom Grundwert aufgerechnet. Also nicht, wenn ihr jetzt denkt, ich habe einen Angriffswert von 600%, kauft mir eine Tierfähigkeit mit 50% plus, dann habt ihr nicht gleich 1200, wären 100%, ja, also dann habt ihr nicht 900%. Vergiss es, weil die 50% gehen nicht auf die 600%, die ihr erlesen könnt, sondern gehen immer vom Grundwert aus. Nicht vergessen und auch nicht verwechseln. Okay, gut. Habe ich was vergessen? Ja, ihr könnt immer noch die Werte pushen mit Dekoration, zum Beispiel hier. Nahkämpfer Verteidigung, da gibt es richtig viele davon. Ihr könnt die Verteidigung, Lebenspunkte und den Angriff damit erhöhen, aber auch mit Schlossskins. Wir gehen mal hier auf Aussehen und da sehen wir, mein aktueller Skin gibt den Nahkämpfern plus 3 Lebenspunkte und natürlich auch Angriff, Verteidigung und Lebenspunkte aller Kämpfer. Das heißt auch für die Nahkämpfer. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, wenn du die Nahkämpfer spezialisiert sich auf die Spieler, die nicht so viel Geld ausgeben wollen oder nur mittelmäßig Geld ausgeben wollen. Scharfschützen ist genauso wie die Nahkämpfer, ist machbar. Kavallerie, dafür müsst ihr eure Niere verkaufen, ja. Ganz ernstes Thema. Oder eure Ohren, ja, oder eure Haare oder eine Hypothek aufnehmen oder euer Auto verkaufen. Eigentlich steht jetzt beiseite, Kavallerie braucht richtige, gute Helden und die Helden kosten ordentlich Schotter. Aber wie gesagt, nächstes Video sind die Scharfschützen dran und danach kommt die Kavallerie. Und wenn ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, stellt es gerne in die Kommentare rein. Das Video geht schon echt lange, aber wir wollten ja ein Video machen, was kurz, knapp und knackig ist. Ja, so richtig 3 Stunden. Nein, war ein Scherz. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sollte ich was vergessen haben oder ich habe einen kleinen Fehler mit eingebaut, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich spreche immer nur aus meiner Erfahrung, wie ich am besten gefahren bin. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei The Walking Dead Survivors. Spielt fleißig, gebt nicht so viel Geld aus. Auch wenn ich YouTube mache, ich bin kein Freund davon, euch zu zeigen, wie man Geld spart, was für Käufe am besten sind, wo ihr Rabatte bekommt oder was weiß ich was. Das muss jeder selber entscheiden, weil ich möchte euch dabei nicht reinreden. Gut, das soll es auch gewesen sein. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Sultai.